Okay, seine Eltern waren nicht verheiratet und deshalb hätte er eigentlich gar nicht da sein dürfen. And no one would believe his parents' story that he was born by a divine act. Und keiner hat seinen Eltern geglaubt, dass er wirklich durch göttliches Eingreifen geboren wurde. And both his city of birth and where he grew up in Nazareth weren't great places. Und sowohl die Stadt, wo er geboren wurde, als auch Nazareth waren keine besonderen Städte. But Matthew refers back to the scriptures that fulfill that this is what has been said will happen, and it happens. Aber Matthäus beruft sich zurück auf die Schriften, wo über Jesus vorausgesagt wurde und er sagt, es ist passiert. And it's thought that Joseph probably died when Jesus was quite young. Und das heißt auch, dass Josef schon früh noch zu Lebzeiten Jesus gestorben ist. Yes. Because there's no real mention of him in the historians, so they assume that he probably died. Also weil es unter den Wissenschaftlern da keine Nachweise zu gibt und sie keine gefunden haben, vermutet man, dass Josef früh gestorben ist. Wer ist früh gestorben? Josef. Jesus died. Joseph? Joseph, Yeah, yes. he died early, according to the church history. Yeah. Then Mary's father, brother, his name was also Arimathea Joseph, and he was a kind of a stepfather. Actually, Mary didn't die. That's actually according to the So church history. Angel. Yeah, uncle. Mary's Yeah, father. that's the reason Jesus' body being given to Arimathea Joseph, because otherwise the Roman will not hand over this body to any other person, because he has a right to us, because he was a kind of a stepfather. That's actually the church tradition says. Wow. Also Marias Onkel war dann der neue Stiefvater für Jesus, als Jesus gestorben ist. Und deshalb wurde ihm auch der Leichnam gegeben. And the church tradition says the Luke quoted the genealogy of Arimathea Joseph. That's the reason we see the difference in Matthew and Luke. So he used that. Und in Lukas findet man auch den Josef Arimathea in den Stammbäumen. Das ist, Yeah, Das ist but alles Kirchengeschichte, was er gesagt hat. das ist die but both are in the David line. Aber beide sind in der Linie von David. Interesting. Thank you. How old has Jesus been when his father died? Das waren beides keine angesehenen Städte. So in the eyes of the world, Jesus was a great disappointment. In den Augen der Welt war Jesus wirklich eine große Enttäuschung. In the course of his life, he never traveled more than a few miles. In seinem ganzen Leben ist er nicht mehr als ein paar Kilometer gereist. He did not acquire wealth. Er hat keinen Reichtum angesammelt. He didn't marry. Er hat nicht geheiratet. And historians say his physical appearance wasn't great either. Und Wissenschaftler sagen, dass er auch nicht so gut aussah. His public ministry only lasted around 3 years. Sein öffentliches Wirken hat nur 3 Jahre angedauert. And it ended when his own people so angered with him that they killed him. Und es hat zu der Zeit geendet, wo seine Leute so wütend auf ihn waren, dass sie ihn umgebracht haben. And even his death was unremarkable. He died the death of a common criminal. Und sein Tod war auch nicht bemerkenswert. Er ist einfach als Krimineller gestorben. And yet, as we know, his life was far from a failure. Aber wir wissen, dass sein Leben nicht war wie das eines Versagers. He lived perfect obedience to his father, Er hat im kompletten Gehorsam seinem Vater gegenüber gelebt. and his greatness lay within himself, Und seine Größe war in sich selber. and he emptied all his glory and honor. Er hat all seinen Ruhm und Ehre abgegeben, To become human, so dass er Mensch werden konnte. and few recognized him for who he truly was. Und nur wenige haben ihn anerkannt als den, der er war. So Jesus was never against the law of Moses. Jesus war nie gegen das Gesetz von Mose. He says in Matthew 5:17, In Matthäus 5,17 steht Folgendes.
understand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. So he came to proclaim the message of God in word and in deed. Er kam, um die Botschaft Gottes zu geben in Wort und in Tat. And he sent it on the mind and the heart. Und er hat es in den Verstand und die Herzen der Menschen gebracht. Rather than these rules and regulations. Mehr als irgendwelche Regeln und Regeln. It was very much the inner motive. Es war mehr von innen heraus motiviert. And the kingdom that he proclaimed was a spiritual kingdom. Das Königreich, was er ausgerufen hat, war ein geistliches. And Jesus had come to conquer and to rule. Und Jesus kam, um zu erobern und zu regieren. Matthew points to the king who has come to conquer and rule. Matthäus weist auf den König hin, der kam, um zu erobern und zu regieren. And Matthew points to the king who is bringing the kingdom of heaven. Und Matthäus weist auf den König hin, der das Königreich der Himmel bringen wird. On earth as it is in heaven. Auf Erden wie auch im Himmel. So Jesus shows that he does have the true authority to interpret the law. Jesus zeigt, dass er die wahre Autorität hat, das Gesetz zu interpretieren. And not only interpret it, but to fulfill it. Und es nicht nur zu interpretieren, sondern es zu erfüllen. In Matthew 7:28-29 it says, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, for he taught with real authority, quite unlike their teachers of religious law. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. So he has a very positive attitude to the law. Also er hat eine gute Einstellung dem Gesetz gegenüber. And in Matthew 22:36-40, Und in Matthäus 22, 26 bis 30, he says, Teacher, which is the most important, someone asked him, Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? And Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important, love your neighbour as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Matthäus 22, 36 bis 40. Meister, welches ist das wichtigste Gesetz im Gebot von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. So the Pharisees have been putting the people under such bondage and such trying to make them live by a law they can never live by. Die Pharisäer haben die Leute so gebunden und sie konnten gar nicht das Gesetz ausleben, wie es verlangt hat. And Jesus says all the law is summed up in this. Just love God and love your neighbor. Und Jesus hat gesagt, das ganze Gesetz kann man so zusammenfassen, liebe deinen Gott und deinen Nachbarn. And we'll have coffee because it's 10:30. Jetzt Kaffee, denn es ist halb 11. So we love our neighbours.